Hey Leute, heute bauen wir uns ein super cooles und einfaches Tool für die Oberfräse. Okay, folgendes Szenario. Wir wollen zum Beispiel einen 8 mm Schlitz fräsen. Was haben wir bisher gemacht? Richtig, wir haben beide Seiten angezeichnet. So, als erstes Absaugding ab. Fräser an den Strich ausrichten. Dann schnappen wir uns ein schön gerades Brett. Dann die andere Seite. Fräser anlegen, Brett gegen. Und das Ganze noch ein paar Mal hin und her kontrollieren, weil das jedes Mal wieder ein Stückchen verrutscht. Absaugding wieder ran und dann könnte man endlich fräsen. Zumindest solange der Schlitz genauso breit ist wie der Fräser. Ist dieser breiter, muss man das gesamte Spiel von der anderen Seite wiederholen. So, und jetzt bauen wir uns ein Tool, wo wir das gesamte ausrichten, ohne die Fräse machen. So, alles was wir brauchen ist ein Scharnier. Ich habe jetzt hier glaube ich 50 cm und ein passendes Brett. Das Brett sollte gut 15 mm sein, dass wir hier auch noch vernünftig Schrauben reinbekommen. So, als erstes auf Länge schneiden. So, als nächstes müssen wir hier ein Stück abschneiden. Und dieser Abschnitt muss genau den Abstand betragen von Mitte des Fräsers bis zu der Kante, wo wir nachher am Tool lang fräsen wollen. So, Mitte vom Fräser kann man machen, wenn man sich einen Spitzenfräser einspannt und dann von dieser Spitze nach hier misst. Ich glaube, sicherer ist es aber, wenn wir einmal den Schaft ausmessen. So, das sind jetzt hier genau 8 mm. Und jetzt messen wir, also das hier vorne ist die Kante, wo ich immer am Tool oder am Brett entlang ziehe. Und jetzt messe ich quasi die Hinterseite vom Schaft hier vorne an die Kante ran. So, das sind hier ziemlich genau 49 minus die Hälfte vom Schaft, also minus 4, heißt wir haben hier 45. Diese 45 müssen wir jetzt hier abschneiden. So, als erstes mache ich jetzt einen Probeschnitt und messe den dann aus. Und dann mache ich den eigentlichen Schnitt. So, als nächstes nur noch das Brett hier ran mit dem Scharnier. Da mein Scharnier jetzt ein bisschen schief ist, also ich möchte es jetzt so anlegen, dass es hier bündig ist und nicht mittig. Weil wenn ich es jetzt ein bisschen rüberschiebe, dann ist es nachher komplett aus dem Weg. So, wie gesagt, es ist jetzt hier ein bisschen schief. Das heißt, wenn ich es hier anlege, geht es da hinten nach da. Deswegen schraube ich erstmal nur die beiden äußeren an. Jetzt steht er hier ein bisschen raus. Dafür drücke ich ihn jetzt hier ran.
Und damit das jetzt vernünftig anliegt, so ganz leicht ranziehen und anschrauben. So, das war's. Und wie benutzt man das Ding jetzt? Ganz einfach. Ab jetzt zeichnen wir nur noch die Mitte an. So, und dann legen wir mit dem Tool nur noch die Kante an und klemmen das Ganze fest. Dann umklappen, Fräser rauf und wir können schön mittig lang fräsen. Ja, den Schutz habe ich jetzt nur abgemacht, damit ihr es besser sehen könnt. Der bleibt ab jetzt dran. Und was ist, wenn mein Schlitz breiter ist als mein Fräser? So, in dem Fall zeichnen wir einfach 2 Striche an. Ne, das heißt, wenn wir einen 8 mm Fräser haben und wollen meinetwegen einen 10 mm Schlitz bauen, dann zeichnen wir die beiden Striche 2 mm entfernt an und legen dann zweimal das Brett an. Ist immer noch besser als vorher. So, eins noch. Die beiden Striche, wenn ihr 2 Striche braucht, müssen länger sein als die eigentliche Fräsung, weil sonst seht ihr den zweiten Strich gleich nicht mehr. Ja, das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mich gerne unterstützen, indem ihr den Kanal abonniert und ein Like da lasst. Und dann bis zum nächsten Mal.